Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871 war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich auf der einen und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens und der verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt auf der anderen Seite. Auslöser des Krieges war der Streit zwischen Frankreich und Preußen über die Kandidatur von Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen für den spanischen Thron. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg. Entgegen den Erwartungen des französischen Kaisers traten die 4 süddeutschen Staaten in den Krieg ein. Die anderen europäischen Mächte blieben derweil neutral. Nur wenige Wochen später, im Spätsommer 1870, besiegten die deutschen Verbündeten große Teile der französischen Armeen. Nach der Schlacht von Sedan in Nordfrankreich geriet Kaiser Napoleon III. Am 2. September 1870 in die Gefangenschaft des preußischen Königs. In Paris wurde daraufhin eine provisorische Nationalregierung gebildet, die die Republik ausrief, den Krieg fortsetzte und neue Armeen aufstellte. Doch auch die neue Regierung konnte das Blatt nicht wenden. Nach dem Fall von Paris stimmte die französische Regierung im Februar 1871 dem Vorfrieden von Versailles zu. Der Krieg endete offiziell am 10. Mai 1871 mit dem Frieden von Frankfurt. Frankreich wurde unter anderem zur Zahlung von Reparationen in Höhe von 5 Milliarden Francs verpflichtet. Die wichtigsten Folgen des Krieges waren die Gründung des Deutschen Reiches und das Ende des Zweiten Französischen Kaiserreichs. Das besiegte Frankreich musste das sogenannte Reichsgebiet Elsass-Lothringen an das Deutsche Reich abtreten. Dies wiederum führte zur Vertiefung der Erbfeindschaft, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts anhielt. Fast 190.000 Soldaten fielen im Krieg, über 230.000 wurden verwundet. Hallo Freunde, wie ihr seht, knallt die Sonne schon wieder richtig und das ist schon kurz nach 10 Uhr, nicht dass ich ja lüge. Ja, ich bin in Frankreich und ich will jetzt heute zuerst einmal das muss ich gerade mal spiegeln, Saint-Sébastien anschauen. Kann sein, dass man da sowieso nicht rein darf, also wenn dann nur von außen. Und dann später treffe ich mich um 12 Uhr mit dem Sigi van Utrecht, der kommt auch hierher. Und dann schauen wir uns noch was etwas Größeres an, was im selben Ort liegt. Wenn die Sicht gut ist, beziehungsweise man nicht verdeckt ist von den Bäumen, kann ich es euch gleich mal zeigen, was euch dann in dem Film noch erwartet. Ich würde sagen, gucken wir uns mal das kleine Vor jetzt mal an, ob man reinkommt, beziehungsweise wie viel man davon sieht.
So, nun seht ihr es, das wird unser Ziel. Die Zitadelle Beach. Das ist mal ein Riesending. Da bin ich mal gespannt, was wir da drin alles nicht entdecken können. Auf einem Hügel mit Blick auf die Vororte im Norden der Stadt steht Fort Saint-Sébastien. Ursprünglich war es die wichtigste der 9 Bastionen einer antiken Festungsanlage. Diese wurde 1852 fertiggestellt und umgab die gesamte Stadt. Sie sollte die Vorwärtsverteidigung der Zitadelle vervollständigen. Das Fort Saint-Sébastien ist wie das Straßburger Tor eines der letzten bemerkenswerten Überreste. Die Lage der Festung und ihre Ausstattung machten sie einst zu einem äußerst strategischen Ort. Diese Festung, die in die Stadtmauern integriert war und sich gegenüber auf der Nordwestseite befand, hatte die Funktion, ein verschanztes Lager zu beherbergen, einen äußersten Widerstandspunkt zum Schutz vor Feuer, das von den umliegenden Anhöhen ausging. Die Feuerkraft, die er hatte, ermöglichte es, die Umgebung in einem weiten Umkreis zu erfassen. Die Stadt Bitche und die Freiwilligen des Vereins Freunde des Fort Saint-Sébastien sorgen heute für die ordnungsgemäße Erhaltung und Aufwertung dieses lokalen Kulturerbes. Ein Entdeckungspfad im Freien ermöglicht es ihnen, ihn zu umrunden, und Informationstafeln informieren sie über seine bemerkenswertesten Kuriositäten.
So Freunde, das war das jetzt mit dem Fort Saint Sebastien oder so. Also schlagt mich nicht für mein schlechtes Französisch oder was auch immer. Und es geht ja nachher noch weiter. Und zwar da drüben. Aber erst so gegen 12. Also habe ich noch ein Stündchen Zeit, kann mich ein bisschen ausruhen, kann was essen, was trinken. Und dann gehen wir dann zusammen da oben rein und hoffen mal, dass nicht so viel Publikumsverkehr ist. In diesem Sinne, bleibt dran, sonst verpasst ihr was. Die Zitadelle von Bitche ist das stadtbildprägende Festungswerk der Stadt Bitche im Departement Moselle der historischen Region Lothringen. Das etwa 300 Meter lange und 30 bis 60 Meter breite Sandsteinplateau, auf dem die Zitadelle errichtet wurde, überragt die Umgebung von Bitche um etwa 80 Meter. Es liegt strategisch günstig an der Kreuzung von mehreren bereits seit dem frühen Mittelalter wichtigen Fernverbindungen vom Rhein nach Lothringen und vom Elsass in die Pfalz. Eine Neubefestigung im großen Stil wurde beschlossen. Um das dazu erforderliche Geld zu erhalten, wurde eine besondere Steuer in Lothringen ausgeschrieben, da bei den verschwenderischen Hofhaltungen der Herzöge Franz III und Stanislaus Leszczynski andere Gelder nicht flüssig waren. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der Felsen großräumig von Teichen und Sumpf umgeben, was die Verteidigungsfähigkeit weiter erhöhte, da der Feind kein schweres Belagerungsmaterial in Stellung bringen konnte. Die Geschichte der Zitadelle von Bitche ist eng mit dem Herzogtum Lothringen verwoben. Die strategisch günstige Lage mit Panoramablick über mehrere Täler entging den Herrschern der damaligen Zeit nicht. Der Umfang der Herrschaft Bitche, einem Allot der Herzöge von Lothringen, ergibt sich aus einem Schreiben aus dem 12. Jahrhundert, in dem Herzog Matthias I von Lothringen den Graf von Saaverden auffordert, die Grenzen und Einwohner seiner Herrschaft zu respektieren. Im Jahre 1172 finden wir seinen Sohn Friedrich von Bitche auf der Burg Beitis Castrum. In der Brüderteilung erhielt er Herrschaftsrechte vornehmlich im Nordosten Lothringens und nannte sich in der Folge Dominus de Bitis, Herr von Bitche. Während des 12. und 13. Jahrhunderts war die Herrschaft Bitche vom Rest des Herzogtums durch fremde Herrschaften getrennt. In der älteren Literatur verbreitet ist die irrige Lokalisierung einer früheren Burg Bitche auf dem Schlossberg bei dem Dorf Lemberg.
Bei der Teilung der Grafschaft Zweibrücken unter den Söhnen des Grafen Heinrich II. Kam nach 1286 das Amt Lemberg mit der Burg Lemberg an den älteren Sohn Eberhard I. Zu seinem Teil gehörten auch Morsberg, Linder und Saargemünd. 1297 tauschte er diese drei Burgen mit Herzog Friedrich III. Von Lothringen und erhielt von diesem Burg und Herrschaft Bitsch als Lehen. Er nannte sich fortan Cums Gemini Pontis et Dominus in Bitsch, Graf von Zweibrücken und Herr zu Bitsch. In der Folge teilte die Burg die Geschicke des Hauses Zweibrücken-Bitsch. Zu dieser Zeit war die Herrschaft Bitsch Teil des Heiligen Römischen Reichs. Das Bitsch bereits im 14. Jahrhundert sehr wehrhaft und von tapferen Männern verteidigt, ein schwer zu nehmender Platz war, ist dadurch belegt, dass im Jahre 1366 Kurfürst Ruprecht I von der Pfalz sich mit anderen Fürsten, Grafen, Herren und Städten verband, um die Grafen Simon und Hanemann unschädlich zu machen. Es kam anscheinend nicht zu einem Kampf. Erste ausführlichere Nachrichten über die Burg der Grafen von Zweibrücken-Bitsch liefert Bernhard Herzog, der den geglückten Überfall auf die Burg Bitsch durch die Grafen von Lützelstein in der Nacht zum 20. März 1447 und die anschließende Belagerung, Beschießung und Übergabe am 12. Mai 1447 schildert. Nach dem Tod Jakobs von Zweibrücken-Bitsch, der nur eine Tochter hinterlassen hatte, entwickelte sich 1570 ein Streit. Im weiteren Verlauf besetzte Lothringen 1572 die Burg und das Amt Bitsch im Handstreich. Nach längerer juristischer Auseinandersetzung fielen Burg und Amt 1604 gegen eine Ausgleichszahlung an das Herzogtum Lothringen. Im Zuge des französischen Eingreifens in den Dreißigjährigen Krieg besetzte Frankreich auf Geheiß Richelieus im September 1633 das Herzogtum Lothringen erstmals. Bitsch wurde 1634 genommen. Als Ludwig XIV. Bitsch im Zuge der Reunionspolitik nach dem Frieden von Nimwegen 1679 vereinnahmte, lag die Burg in Ruinen. Der König beauftragte seinen Festungsbaumeister Vauban im Zuge des Ausbaus der französischen Festungslinie, den Felsen von Bitsch uneinnehmbar zu machen. Der Festungsbau dauerte von 1683 bis 1697 und die Kosten für Frankreich beliefen sich auf 2.500.000 Livres d'Or, eine riesige Summe für die damalige Zeit. Durch geschickte Geländeausnutzung gelang ihm die Anordnung von mehrstufigen Geschützetagen.
Das gestufte Feuer wurde durch eine Aufteilung des Felsens in einen Hauptteil und 2 detachierte Werke, eine Lünette im Westen und ein Hornwerk im Osten gewährleistet. Die Flankensicherung wurde durch 4 aus dem Hauptteil hervorspringende Basteien gewährleistet. Die Zitadelle wurde schon im Jahre 1698 als Ergebnis der Bedingungen des Friedens von Rijswijk geschleift. Die Vaubanschen Befestigungen sollten abgerissen werden. Von Herbst 1697 bis Sommer 1698 sollte ein Regiment aus Flandern diese Aufgabe erledigen. Im Jahre 1701 brach der Spanische Erbfolgekrieg aus, wieder erhielt Bitsch eine französische Besatzung. Die Soldaten begannen sofort mit dem provisorischen Wiederaufbau der Befestigungsanlagen von Vauban. Die Jahre 1735 und 1736 sind gekennzeichnet durch Vereinbarungen, wonach der Herzog Franz Stephan von Lothringen auf seine Herzogtümer Bar und Lothringen zugunsten des im Exil lebenden Königs von Polen Stanislaus I Leszczynski, dessen Tochter den König von Frankreich Ludwig XV heiratete, verzichtete. Der abgesetzte König nahm den Titel eines Herzogs von Lothringen an und ließ sich in Lunéville nieder.
Im Jahre 1738 erlaubte Ludwig XV. Die Festung von Bitsch in das Verteidigungssystem der französischen Grenzen neu zu integrieren. Da der Felsen von Bitsch nichts von seiner strategischen Bedeutung eingebüßt hatte, wurden ein fahrbarer Zugangsweg geschaffen, auf dem oberen Felsplateau der Schutt der früheren Bauten weggeräumt und Vaubans Ideen als Grundlage für eine neue Zitadelle genutzt. Planer der neuen Festung war der Ingenieur Louis de Comontigne. Die Pläne wurden 1741 genehmigt. In den folgenden 13 Jahren entstanden die Befestigungen. Der gesamte steile Sandsteinfelsen ist dabei durchzogen von einem Labyrinth in den Fels getriebener unterirdischer Gänge, Kasematten und großer Hallen. Der Grundriss von Vauban wurde respektiert und durch andere Werke verstärkt. Die Arbeiten Comontignes umfassen die Kasernengebäude, Gebäude für die technischen Offiziere und den Festungsgouverneur, Magazin- und Pulverspeicher für die Artillerie, das Wachhaus und die Anschüttung des Glakes. Die Befestigungsarbeiten erstreckten sich bis 1754, wie die Bauinschrift im Dreiecksgiebel des Haupttors der Zitadelle zeigt. Die Festung wurde in der Folge nie mehr militärisch überwunden. Im Ersten Koalitionskrieg versuchten die Preußen in der Nacht zum 17. Februar 1793 die Festung im Handstreich zu nehmen. Die Erstürmung scheiterte unter hohen Verlusten der Angreifer. Seit der Fertigstellung der strategischen Bahnstrecke Haguenau-Falkhagarten Ende 1869 sicherte die Festung neben den Straßenverbindungen auch die neue Bahnlinie. Während der Belagerung im Deutsch-Französischen Krieg in den Jahren 1870 bis 1871 wurde die Zitadelle teilweise zerstört. Die Anlage wurde 230 Tage lang belagert. In dieser Zeit widerstand die Zitadelle unter dem Kommando von Louis Casimir Teissier den Angriffen einer bayerischen Armee mit einer Stärke von bis zu 7000 Mann. Die bayerische Armee bombardierte die Zitadelle 10 Tage lang vom 11. bis zum 21. September 1870, bei der alle oberirdischen Gebäude auf dem Plateau bis auf die Kapelle und zahlreiche Häuser in der Stadt ruiniert wurden. Die Besatzung der Festung bestand aus einem 800 Mann starken Bataillon des 86E-Regiment d'Infanterie de Ligne, 200 Zöllnern, 250 Reserveartilleristen, 250 Nationalgardisten, 30 Gendarmen, dazu kamen weitere 1200 versprengte Soldaten aus 70 verschiedenen Einheiten. Nach dem Ende der Bombardierung wurde die nun nutzlos gewordene Belagerungsartillerie abgezogen und Stadt und Festung nur noch von verminderten Kräften beobachtet. Vom 10. Oktober 1870 ab wurden die Feindseligkeiten beiderseits fast gänzlich eingestellt. Auch nach dem Waffenstillstand, der Teissier am 1. Februar 1871 mitgeteilt wurde, und dem anschließenden Vorfrieden von Versailles am 26. Februar 1871 gab Teissier die Festung nicht auf, da er keinen offiziellen Evakuierungsbefehl erhielt.
Am 23. März 1871 vereinbarten Oberst Kohlermann und Kommandant Teissier schließlich den ehrenvollen Abzug der Garnison, der am 25. März 1871 mit allen Kriegsehren, Waffen und Fahnen stattfand. Die Belagerung kostete die bayerischen Truppen 19 Tote und 62 Verwundete, die Preußen bei einem Aufklärungsritt 4 Tote und französischerseits 93 Tote in den Spitälern der Stadt und eine unbestimmte Anzahl auf der Festung. Die deutsche Militärverwaltung des Reichslands Elsass-Lothringen ließ die Festung von 1871 bis 1900 als Sperrfort der Eisenbahnlinie Saargemünd-Hagenau modernisieren und mit einer preußischen Garnison besetzen. Die Zitadelle, die auch heute noch das Stadtbild von Bitsch prägt, war die letzte große Festung, die zur Verstärkung der Reichslande ausgebaut wurde. Während des Ersten Weltkriegs hatte sie nicht unter den Kämpfen zu leiden. 1944 bis 1945 wurde die Zitadelle durch amerikanische Artillerie beschädigt. Die Zitadelle befindet sich laut Inventar der historischen Denkmäler seit 1979 unter Denkmalschutz.
So, jetzt habe ich mir ein bisschen ausgeruht. Gott sei Dank ist die Temperatur runtergegangen, dass es nicht mehr hier so extrem warm ist. Und der Sigi ist mittlerweile auch von seiner Außenrunde wieder zurückgekommen, hat auch spannende Sachen noch gesehen. Das wird er in seinem Video dann aber zeigen und das seht ihr dann, wenn ihr es natürlich einschaltet. Und wenn ihr natürlich noch ein Abo da lasst, wäre es natürlich noch besser. Aber ist kein Muss. Aber es wäre lieb von euch. Ja, und da sitzt er jetzt, der Sigi. Servus. Wir haben jetzt noch gerade ein bisschen schön geplaudert Ja, über alle möglichen Sachen. Genau. Lassen den Tag so langsam ausklingen, gehen wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen Eis essen. Und geht auf seinen Kanal. Auf meinem Kanal gehen, habt ihr gehört. Richtig. Abonnieren. So, Chef hat es gesagt, also. Jawohl. Und wehe, einer deabonniert jetzt. Richtig. Dann weiß er ja, wohin muss. Das war jeweils eine harte Tour hier, oder? Ja, das war sehr hart. Vor allem Du da hast es sogar besser geschafft wie ich. Ich bin halt doch etwas eingeschränkter. Aber wir momentan. dachten, da unten, wir stehen im Wald, oder? Ja. Das ist die Kasematten da unten, die wenn man da atmet. Erstmal war da unten feucht wie Bulle. Da lief das Wasser an den Wänden runter. Wir haben schöne Versinterungen sehen können. Also so schon teils Tropfsteine, die sich da gebildet haben. So Sinterfahnen, wie man sie auch nennt. Und wenn man die Augen zugemacht hat, dachte man, man steht im Wald. Man roch Pilze. Man roch wirklich diesen Schimmel da unten. Ja, also wer Pilze mag, nicht mag, das sollte vielleicht nicht herkommen. Aber so schlimm ist jetzt auch nicht gewesen. Es roch halt kurzzeitig halt mal danach. Die Luftfeuchtigkeit war zwar höher, aber jetzt nicht zu extrem. Leichter Motorgeruch. Aber die Lost Placer unter euch, die kennen das ja sowieso. Und von daher, also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen und auch vor allem Zeit mitzubringen. Und gutes Schuhwerk. Und gutes Schuhwerk, genau. Und viel zum Trinken, vor allem wenn es so warmes Wetter ist wie heute. Ja, Leute, bringt euch viele Liter mit. 3-4 Liter Wasser mindestens. Weil hier oben, da ist brütend heiß. Oder ihr kommt gleich um 10. Um 10 macht es eben auf. Ja, kleiner Hinweis noch. Ja. Kleiner Hinweis von ihm, das hat er nämlich jetzt vergessen. Wenn ihr da runter geht, kann euch passieren, dass ihr friert. Nehmt euch ein Jäckchen mit oder eine kleine Jacke. Weil wenn es oben 30 Grad hat, hat es da unten gerade mal 12 Grad. Nur zur Info. Ach was, hört nicht auf den. Nee, es ist schon kühl da unten. Also. Fleisch hält sich besser, wenn es kalt ist. Das ist ja bekannt. Also kann Ja, man und ruhig, gesalzen. kann man ruhig ein bisschen frieren. Nein, er hat schon recht. Wer sich länger da unten aufhaltet, sollte schon vielleicht so Zwischenjäckle, wie man so schön sagt. Kein ganz warmes, schwitzt wie ein Bock. Vor allem, wenn dann die Luftfeuchtigkeit auch noch ein bisschen anzieht. Irgendwie so was in der Art. Richtig. Ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ihr seht es ja, beziehungsweise habt es gesehen. Wie gesagt, Sigi hat noch ein bisschen anders, der hat auch noch viel dazu zu erzählen gehabt. Und deswegen, wenn ihr beide Filme anschaut, dann seid ihr im Prinzip komplett durch und habt alles mitbekommen. Dann seid ihr bedient. Genau, darum sage ich jetzt mit dem Sigi, mach's gut. Tschüss. Wir sehen uns. Habt ein schönes Wochenende vollends und bleibt gesund. Bis dann. Auch von mir. Ciao. Ciao.